Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute mal wieder etwas Kreatives gestartet und ihr könnt mir gerne dabei zuschauen, wie ich dabei vorgegangen bin. Werft gerne mal einen Blick in die Videobeschreibung, da habe ich euch alles aufgelistet, was ich für dieses Bild verwendet habe. Ich verteile als erstes die Spachtelmasse auf der Leinwand und dann ziehe ich die mit so einer Glättkelle etwas glatter, damit es überall gleichmäßig ist. Und dieses Stück Alufolie werde ich jetzt auf die noch nasse Spachtelmasse auflegen und so ein bisschen randrücken, damit ich da eine Struktur bekomme. Und weil ich einfach diese Technik mal ausprobieren wollte, habe ich auch noch mal ein bisschen Frischhaltefolie genommen. Ich glaube, mit so einer Zellophanfolie oder so kann man noch ein bisschen coolere Strukturen gestalten, aber fürs Erste reicht mir das so. Das Ganze sollte natürlich jetzt gut durchtrocknen und am besten über Nacht, dann kann am nächsten Tag gleich weitergearbeitet werden. Ja, so sieht es jetzt aus, wenn es getrocknet ist. Total schöne Struktur. Da hat man noch gleich Lust, das zu bemalen. Ich benutze hier dieses Acrylmedium, um meine Brauntöne zu verdünnen. Ich möchte nämlich nicht, dass das Bild nachher bröckelig wird oder die Acrylfarbe abblättert oder sowas. Da ist nämlich Vorsicht mit geboten, wenn man zu viel mit Wasser verdünnt, also zumindest bei der untersten Schicht, sollte man lieber mit einem Acrylmedium verdünnen. Ich benutze ja hier sehr viele schöne bunte Farbtöne und wie gesagt sind die Farben alle in der Videobeschreibung, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann besteht natürlich auch die Möglichkeit einer PayPal-Spende. Den Link habe ich ebenso in die Infobox geschrieben und außerdem könnt ihr natürlich auch gerne meinen Shop besuchen, auch der ist in der Infobox. Da könnt ihr gerne mal schauen, was ich so im Angebot habe. Ich verkaufe meine Kunst natürlich auch dieses Gemälde hier. Ja, und so viel dazu, aber jetzt geht es erstmal wieder weiter.
Ihr habt euch vielleicht gefragt, welche Inspiration ich für dieses Bild hatte. Und tatsächlich wollte ich einfach ein strukturiertes Bild malen, was irgendwie von der Natur inspiriert ist, von so einem Garten in der Wüste oder so. Also ich weiß auch nicht, diese warmen Farbtöne erinnern mich halt immer an Sand. Und dann mochte ich natürlich auch gerne Grün dabei haben. Später kommen noch ein paar mehr bunte Farbtöne dazu. Und das Bild heißt ja auch am Ende Desert Garden, also ein Wüstengarten sozusagen. Und da wollte ich einfach diese Wärme des Sonnenlichtes mit reinbringen, aber genauso halt auch eine pflanzliche Komponente, sozusagen eine Fantasielandschaft natürlich, was ich ja immer gerne mache. Und da bin ich einfach sehr intuitiv vorgegangen. Also ich habe da gar nicht groß überlegt, ich habe einfach nach Gefühl gemalt. Und das kann auch tatsächlich sehr befreiend und schön sein, so zu malen. Das kann ich euch auf jeden Fall auch nur empfehlen, einfach mal nach dem Gefühl zu gehen und nicht immer so viel vorher rein zu interpretieren, sondern einfach so das zu malen, was man gerade einfach sehen will. Ich finde, das ist ein sehr guter Ansatz und führt auch zu einer Entspannung. Ich arbeite die Farben hier mit einem Malmesser ein. Das ist eines meiner liebsten Malwerkzeuge. Ich male fast jedes Bild irgendwie mit diesem Malmesser. Und um zu verhindern, dass die Farben sich zu bräunlich entwickeln, wische ich den auch immer mal zwischendurch an so einem Küchentuch ab. Kann ich nur empfehlen, dass man den zwischendurch einfach mal sauber macht, weil man möchte ja manche Farben einfach ganz klar halten. Und da empfiehlt sich das natürlich, dass man, wenn man jetzt mit einem Werkzeug immer arbeitet, dass man das einfach zwischendurch mal sauber macht.
Ich benutze hier auch für den sandigen Charakter auch sehr viele Beige-Töne. Ich habe hier von Liquitex zum Beispiel das Pergament. Parchment heißt die Farbe, und ich benutze aber auch ein ungebleichtes Titan, genauso wie ein Linen Grey von Sostrine Grene. Das sind alles unterschiedliche Beige-Töne, die ich damit reinbringen möchte, um einfach diese Vielfalt auch irgendwo darzustellen. Also die Vielfalt der Farben und der Farbtöne in der Natur. Ich möchte ja, dass es so natürlich wie möglich aussieht und dass es wirklich dieses Wüstenartige und gleichzeitig bunte, tropische irgendwie hat. Hier kann man jetzt auch im Detail die Struktur nochmal sehr schön sehen, wie sich das Ganze entwickelt hat über der Spachtelmasse, und auch die Struktur an sich ist schon toll. Ich finde, so ein Bild würde auch toll wirken mit nur 3 Farbtönen anstatt so vielen, die ich jetzt benutzt habe. Aber man weiß ja am Anfang manchmal nicht, was am Ende bei rauskommt, und ich habe ja auch immer nur eine grobe Idee und die setze ich dann halt ungefähr um. Und ich bemale natürlich auch wie immer die Seiten, das ist mir auch sehr wichtig, dass es da überall gleichmäßig aussieht. Das Bild muss natürlich einmal komplett durchtrocknen. Ich habe mir hier noch was sehr Schönes ausgedacht. Ich habe mir hier einen Echtholzrahmen gekauft aus massiver Eiche. Und ich finde, da unterstreicht einfach diese Natürlichkeit des ganzen Gemäldes nochmal so wunderbar. Ich finde, das sieht richtig schön zusammen aus. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich freue mich auf jeden Fall über euren Like, über eure Kommentare und über ein Abo. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Ciao.